Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute zeigen, wie ich das Muster von diesem Granny gehäkelt habe. Das sind ganz einfache Stäbchen, einmal über Kreuz. Das kann man so groß und breit häkeln, wie man möchte. Ich habe jetzt hier bei dieser Vorgabe 15 Reihen. Und ja, da das Muster mir sehr gut gefällt und das auch ein super einfaches Muster ist, dachte ich zeige dir das, wie auch du dieses Muster ganz einfach hinkriegst. So, ich habe dieses Muster mit einer Vierernadel gehäkelt, das Granny hier. Und ich werde es dir auch mit der Vierernadel zeigen. Je nachdem, was für Wolle du hast, kannst du auch eine kleinere Nadelstärke nehmen oder eine größere Nadelstärke. Das müsstest du einfach mal ein bisschen ausprobieren, wie es bei dir am besten ist. Ups. Jetzt haut mir schon das Garn ab. Genau. So. Als erstes machst du deinen Anschlag. Das hier lege ich jetzt mal rüber. Und ich häkle als allererstes 4 Luftmaschen. 4. Und schließe die Luftmaschen in der ersten gehäkelten Luftmasche zu einem Ring. Du kannst auch einen magischen Ring machen, wenn du das möchtest und damit besser klarkommst. Das ist alles gar kein Thema. Das kannst du gerne tun. So, ich habe jetzt hier meinen Ring geschlossen mit einer Kettmasche und gehe jetzt 5 Luftmaschen nach oben. So. Ich hole das gerade ein bisschen ran, dann sieht man das alles jetzt ein bisschen besser. Nach den 5 Luftmaschen nehme ich den Umschlag auf die Nadel und steche hier in die Mitte von meinem Ring ein und mache ein Stäbchen. Und für dieses Stäbchen, nach diesem Stäbchen folgen noch 3 weitere in den Ring. Und das 4. So habe ich jetzt insgesamt 4 Stäbchen. Das ist jetzt sozusagen die erste Seite von meinem Granny. Jetzt mache ich 2 Luftmaschen. Das ist jetzt die erste Ecke. Und hier noch einmal 4 Stäbchen rein. Und das 4. Dann folgen noch einmal 2 Luftmaschen und nochmal 4 Stäbchen. Wir brauchen ja insgesamt 4 Seiten für das Granny und deswegen folgen nochmal Stäbchen. Und dann haben wir, ich glaube, 3 Seiten. Also die erste Seite, die zweite Seite, die dritte Seite. Und jetzt kann man das so ein bisschen schieben und dann geht hier auch noch die 4. Seite hin. Für die 4. Seite mache ich jetzt nur 3 Stäbchen, weil die ersten 3 Luftmaschen, die ich hier gehäkelt habe, mir als Ersatzstäbchen dienen. Ach, stopp. Zuerst kommen noch die 2 Luftmaschen für die Ecke und jetzt folgen die 3 Stäbchen. 2 und noch 1, 3. So. Und jetzt schließe ich hier meine Runde, indem ich, entweder du stichst in die 3. Masche ein, ich mache jetzt nur eine Kettenmasche drumherum und habe dort dann mein 4. Stäbchen. Jetzt setze ich einfach noch mal 1, 2,
3 Luftmaschen drauf, nehme den Umschlag auf die Nadel und steche hier in den Zwischenraum ein und mache ein Stäbchen. Diese 2 Stäbchen zählen jetzt noch zu dieser Seite. Jetzt folgen 2 Luftmaschen für die Ecke und noch einmal 2 Stäbchen in den Zwischenraum. Die Ecke wird immer gleich gehäkelt, die besteht aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und das hier ist jetzt die nächste Seite. So, man kann jetzt hier schon gleich mit dem Muster starten. Und dieses Überkreuz geht eigentlich ganz einfach. Man nimmt den Umschlag auf die Nadel, überspringt hier die erste Masche und sticht in die zweite ein und macht ein Stäbchen. Dann wieder den Umschlag auf die Nadel und in die übersprungene Masche einstechen, Faden holen und das Stäbchen häkeln. Umschlag auf die Nadel, die erste Masche überspringen, in die zweite einstechen, Stäbchen machen, wieder den Umschlag auf die Nadel und in das übersprungene Maschenglied einstechen und das Stäbchen machen. Und das ist schon das ganze Hexenwerk sozusagen von diesem Muster. Jetzt kommt die Ecke wieder mit den 2 Stäbchen und den 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Also es ist ein super einfaches Muster. Wenn du jetzt das vielleicht auch dann in den Hexagon umwandeln möchtest, dann machst du hier anstatt nur 4 Ecken 6 Ecken hier in den Kreis rein. Aber ich zeige dir jetzt, wie das mit dem Granny funktioniert. Also bei der nächsten Seite ist es jetzt wieder dasselbe. Das heißt, ich überspringe die erste Masche und steche in die zweite ein. Mache mein Stäbchen und dann gehe ich in die übersprungene Masche und mache mein Stäbchen. Und das mache ich so einfach weiter. Das ist relativ einfach. Es sieht nachher sehr schön aus, finde ich. Es ist ein bisschen löchrig, das ist schon richtig, aber es hat so einen schönen Effekt, finde ich. Und deswegen ist das eigentlich ganz cool, finde ich. Ja. Genau. So, und dieses Muster mache ich jetzt, wie gesagt, auf allen 4 Seiten. Das heißt, jetzt hier wieder der Start. Ich überspringe die erste und mache in die zweite mein Stäbchen und danach folgt in die übersprungene Masche das Stäbchen. Also, das finde ich ist auch so ein schönes Muster, was man abends noch häkeln kann, wenn man Fernsehen gucken möchte oder sowas, weil das geht ganz fließend von der Hand. Du hast gesehen, die Ecke habe ich jetzt wieder ganz normal gemacht mit den 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, und hier mache ich jetzt dasselbe. In eine Masche überspringen und dann in die übersprungene Masche das Stäbchen noch. So, hier ist jetzt ein bisschen komisch, weil du hast ja hier von unseren Luftmaschen jetzt das Ersatzstäbchen sozusagen. Da stichst du auch ein und machst einfach dein Stäbchen. Und dann in die übersprungene Masche. So, jetzt bin ich hier wieder bei meinen 3 Luftmaschen und ich mache einfach eine Kettmasche drum und habe es geschlossen und habe jetzt das Granny. Die zweite Runde fertig. Ich gehe jetzt noch weiter vor in den Zwischenraum. Das heißt, ich mache hier bei dem Stäbchen, hole ich den Faden und mache eine Kettmasche und steche hier in den Zwischenraum ein und mache eine Kettmasche. Jetzt bin ich wieder bei dem Zwischenraum von meiner Ecke. Das heißt, hier mache ich meine 3 Luftmaschen und habe somit komplett die Runde beendet. Ja? Die 3 Luftmaschen zählen wieder als erstes Stäbchen und dann folgt das normale Stäbchen sozusagen, die 2 Luftmaschen und noch einmal
2 Stäbchen. So. Und hier starte ich jetzt genauso wie eben auch. Ich überspringe die erste Masche und steche in die zweite ein und mache mein Stäbchen. Dann in die übersprungene Masche und das so schön fortlaufend, dass man das macht bis zum Schluss seiner Reihe. Und wie du siehst, es ist wirklich ein schönes Muster. Du kannst dich gut unterhalten dabei. Die ganze Aufmerksamkeit muss nicht unbedingt auf der Häkelarbeit liegen, sondern darf auch woanders sein. Also ich finde so Muster immer Gold wert, denn ja, wenn man sich noch auf eine andere Sache oder wenn man eine andere Sache noch mitkriegen möchte, dann ist das halt wirklich, wirklich schön. Genau, und so führst du das jetzt so lang fort, bis dir dein Granny ausreicht, bis du es gut findest. Das kannst du nämlich jetzt beliebig groß häkeln. Das ist gar kein Thema. Das ist ganz dir überlassen. Ich werde jetzt hier bei dem, das ich da fertig habe, habe ich insgesamt 15 Reihen. Bei den anderen hatte ich immer 20 Reihen. Die beiden mit 20 Reihen werde ich zu einem Kopfkissen machen. Kopfkissenbezug zu einem Kopfkissen machen und das hier mit den 15ern Reihen, also 15 Häkelreihen, mache ich zu einer kleinen Decke. Das ist ganz schön, du hast immer was zu tun und kannst auch kleinere Wollreste sozusagen verbrauchen, weil ich mache das ja aus meinen Resten sozusagen aus dem Wollpaket, was ich hier auf meinem Kanal gezeigt hatte, und deswegen, da bietet sich das an, dann wird das halt eine bunte Decke, aber das ist nicht schlimm, das ist okay für mich. Ich finde, die Farben passen zu allem und deswegen mache ich das, weil mit den so kleinen Resten, da weiß ich nicht immer, ob das noch reicht für eine Mütze oder so, aber für die Grannies hier mit den 15 Reihen reicht es schon. Und wenn es nicht ganz ausreichen sollte, dann kann man ja auch hingehen und mit einem unifarbenen Garn noch was dran häkeln einfach. Ich meine, das könnte ich bei den anderen Sachen auch, aber ich fand das mit den Grannies jetzt eine ganz hübsche Idee. Und so kann ich immer mal Kleinigkeiten zeigen, ein Muster zeigen. Du kannst das Muster ja auch so ein bisschen abwandeln. Das muss nicht unbedingt ein Granny sein. Du kannst, wie gesagt, auch ein Hexagon daraus häkeln. Oder. Und du siehst, es geht relativ schnell. Ja. Ja, das ist schon alles in Bezug auf dieses schöne Muster. Es ist ganz klein und fein, aber wie gesagt, super einfach und schön zu häkeln. Hier siehst du, das habe ich ja mit so einem roten Verlaufsbobbelgarn gemacht. Also das hier ist aus dem Bobbel gemacht. Ich habe extra den Faden hier oben noch nicht vernäht, damit man das noch erkennen kann. Das war rot-schwarz im Verlauf, ein 4er Bobbel und wie gesagt auch mit einer 4er Nadel gehäkelt. Wenn du das Ganze natürlich mit einer 3er Nadel häkelst, wird das halt alles ein bisschen kleiner, aber ja, tut dem Ganzen ja auch keinen Abbruch. Wird dann ein bisschen, ich finde immer die Arbeit, je kleiner die Nadel, umso filigraner und feiner wird es. Ja, genau. Und das ist das schöne kleine Muster für dieses Quadrat. Ich hoffe, dir hat diese kleine kurze Anleitung gefallen. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne,
Lass gerne einen Daumen da, wenn dir das Video gefallen hat. Oder vielleicht auch einen Kommentar, wenn du irgendwelche Fragen hast. Und dann würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bleib gesund, mach's gut. Tschüss!